Hi, ich bin die Antonia von Agrops und ich möchte euch heute etwas über das Thema Raufutter erzählen. Zunächst einmal, was ist Raufutter eigentlich? Raufutter bildet die Ernährungsgrundlage für unsere Pferde. Und unter Raufutter verstehen wir im gröberen Sinne vor allem Heu, aber auch Stroh, Heulage und Gras gehören im Prinzip zu den Raufuttersorten. Grundsätzlich sagt man, dass Heu mit 1,5 bis 2 Kilogramm je 100 Kilogramm Sollkörpergewicht ein Pferd im Energiebedarf, im Erhaltungsbedarf deckt. Bei manchen Pferden reicht diese Menge sogar aus, wenn die Pferde leichte Arbeit verrichten. Andere Faktoren, die in die Heumenge oder in die tägliche Heumenge mit reinspielen, sind zum Beispiel die Rassedisposition. Es gibt leichtfutterige Pferde, wie zum Beispiel Haflinger oder auch Fjordpferde. Die brauchen tendenziell weniger Heu als zum Beispiel englische Vollblüter. Bei denen geht man sogar davon aus, dass sie einen Heubedarf von ungefähr 2,3 Kilogramm je 100 Kilogramm Sollkörpergewicht brauchen. Ein anderer entscheidender Faktor ist auch die Arbeitsintensität. Wie bereits gesagt, bei leichter Arbeit reicht es oftmals aus, wenn die Pferde diese Heumengen bekommen. Wenn Pferde mittlere Arbeit oder auch schwere Arbeit verrichten, kann sich die Heumenge pro Tag natürlich erhöhen. Eine andere Gegebenheit ist auch die Saisonalität. Im Sommer, wenn die Pferde auf der Weide stehen, brauchen sie tendenziell natürlich weniger Heu, weil auch Gras zum Raufutter gehört und damit auch der Bedarf an Raufutter zum Teil gedeckt werden kann. Im Winter, wenn die Temperaturen sehr kalt sind, also so ungefähr ab -10 Grad, kann es bei uneingedeckten Pferden auch zu einem höheren Heubedarf kommen, weil auch der Erhaltungsbedarf von der Energie steigt. Wusstet ihr, dass bei dem Abbau von Raufutter im Dickdarm Wärme freigesetzt wird? Das bedeutet im Prinzip, dass der Dickdarm beim Pferd wie eine innere Heizung funktioniert. Aber wie genau funktioniert eigentlich diese Verdauung von Raufutter? Das Pferd ist ernährungsphysiologisch gesehen oder anatomisch gesehen ein Dickdarmfermentierer. Bedeutet, dass die beiden Abschnitte, der Dickdarm, also der Kolon, und das Cäcum, der Blinddarm, beim Pferd wie zwei riesige Gärkammern funktionieren. In diesen Gärkammern sind unzählige Bakterien beheimatet, die die Gerüstsubstanzen oder die Gerüstkohlenhydrate, wie zum Beispiel Zellulose, Hemicellulose oder auch Pektin, abbauen. Bei diesem Abbauprozess werden flüchtige Fettsäuren freigesetzt. Und diese flüchtigen Fettsäuren werden dann über die Darmwand in die Blutbahn abgegeben und dienen dann dem Pferd zur Energiegewinnung oder als Energie. Was macht gutes Heu eigentlich aus? Bei der Heubeurteilung ist die sensorische Probe ganz entscheidend. Bei der Haptik kommt es zum Beispiel darauf an, dass sich das Heu schön trocken anfasst. Es sollte keine verklebten Stellen aufweisen, keine zusammenhängenden Stellen und sollte sich auch natürlich nicht feucht und klamm anfassen. Bei der Optik ist es so, da kommt es so ein bisschen auf den Schnittzeitpunkt an. Also grundsätzlich sollte ein Heu eine Farbe zwischen grünlich und leicht gelblich aufweisen. Wenn der Schnittzeitpunkt sehr spät war, also zum späteren Sommer hin, kann es sein, dass eben die Farbe sich dahingehend verändert, dass das Heu gelblicher ist, weil dann die Lignifizierung, also der Verholzungsgrad, zugenommen hat und dann das Heu eben mehr gelblich ist, wie man jetzt hier gut sehen kann. Bei einem Heu, das eher grün aussieht, also mehr grüne Farbe aufweist, geht man davon aus oder sollte man davon ausgehen, dass das Heu eher früher geerntet worden ist oder auch zum Beispiel krummet, also der zweite Schnitt, wie jetzt hier zu sehen, der ist auch wesentlich grüner, weil da einfach die Stielmasse im Vergleich zur Blattmasse geringer ist. Beim Geruch wäre es am besten, wenn das Heu aromatisch riecht. Es sollte natürlich im besten Fall auch kräuterreich riechen. Auf keinen Fall sollte es sauer riechen oder muffig oder schimmlig oder erdig. Wann das Heu im besten Fall geerntet wird oder gemäht wird, hängt auch von verschiedenen Faktoren ab. Für uns hat sich als bester Erntezeitpunkt herausgestellt, einfach wo das Verhältnis zwischen Blatt und Stielmasse am besten ist, das ist rund um die Knaulgrasblüte. Da kann man wirklich sagen, dass der Lignifizierungsgrade, also das Verholzte im Gras, noch nicht ganz so hoch ist. Aber es weist auch genug Rohfaser auf. Also der Rohfaseranteil ist im Heu dann schon hoch genug, um die Pferde damit wirklich gut zu versorgen.
Je später das Heu geerntet wird, also je höher der Ligninanteil ist, desto schwerer ist es fürs Pferd auch verdaulich, weil Lignin ein Gerüstkohlenhydrat ist, das eben vom Pferd im Dickdarm nicht mehr verdaut werden kann. Das kann dann zu Verdauungsproblemen führen, wie zum Beispiel Kotwasser. Aufgrund der unterschiedlichen Nährstoffverteilung in Heu, je nach Schnittzeitpunkt, kann auch die Verwendung sich unterscheiden. Bei Pferden, die höhere Leistungen bringen, also zum Beispiel mittlere Arbeit oder auch schwere Arbeit, kann es von Vorteil sein, Heu zu nehmen, das früher geerntet worden ist, weil da die Nährstoffverteilung aufgrund des Energiewertes, aber auch die Eiweiße höher sind und dadurch dem Pferd eben mehr Energie liefern. Aber auch zum Beispiel laktierende Stuten oder auch trächtige Stuten, gerade im letzten Drittel der Trächtigkeit, profitieren von einem eiweißreicheren Heu, also einem früher geernteten Heu. Bei leichtfutterigen Pferden dagegen ist es eher sinnvoller, später geerntetes Heu zu nehmen, weil da der Energiegehalt niedriger ist. Beim Erntezeitpunkt von Heu kommt es zudem auch noch auf den Tageszeitpunkt an. Es gibt nämlich Tageszeiten, wo sich die Nährstoffe auch nochmal unterscheiden. Ganz besonders in der Langzeitspeicherform des Zuckers, nämlich dem Fructan. Mäht man die Wiese eher am Morgen oder gegen die Mittagszeit, wenn die Sonne sehr stark scheint, dann sind die Fructanwerte relativ hoch. Mäht man die Wiese eher zum Abend hin, dann nehmen die Fructanwerte ab. Das Gleiche gilt auch, wenn man Pferde auf der Koppel hat. Stehen die Pferde mittags auf der Koppel, nehmen sie mehr Fructan auf als zum Abend hin. Aber auch die Grasbeschaffenheit oder die Koppelsituation hat Einfluss auf die Fructangehalte im Gras. Sehr strapaziertes Gras, also Gras, das sehr kurz gehalten wird auf der Koppel, das ständig an der Grasnahme abgeknabbert wird, hat wesentlich mehr Fructan als längeres Gras. Natürlich nehmen die Pferde insgesamt weniger Grasmasse auf über dieses kurze Gras. Trotzdem sollte nicht vergessen werden, dass dieses kurze Gras gerade für stoffwechselempfindliche Pferde mit Hufrehe oder EMS extrem gefährlich auch sein kann. Nach der Ernte sollte das Heu außerdem noch mindestens 6 bis ungefähr 8 Wochen nachlagern, damit alle Nachgärungsprozesse und die Zellatmung der Pflanzen gestoppt sind. Füttert man das Heu früher oder nicht nach dieser Ablagerungszeit, kann es tatsächlich auch zu Magen-Darm-Problemen und schlimmstenfalls sogar Koliken kommen. Im Grunde geht man davon aus, dass das optimale Heu für Pferde das Heu aus dem ersten Schnitt ist. Grund dafür ist, dass im ersten Schnitt die Nährstoffverteilung optimal für Pferde ist. Es ist nicht zu energiereich, es ist nicht zu eiweißreich. Die Blattmasse ist im Vergleich zur Stielmasse optimal, je natürlich dann auch wieder nach dem Erntezeitpunkt. Aber grundsätzlich ist dieses Pferdeheu oder dieses Heu aus dem ersten Schnitt für alle Pferde gleichermaßen gut geeignet. Bei Heu aus dem zweiten Schnitt, also bei Grummet, muss man eben darauf aufpassen, dass die Nährstoffverteilung hier nicht mehr ganz so optimal ist. Der Energiegehalt ist höher, der Eiweißgehalt ist höher, die Stielmasse hat abgenommen, das heißt der Rohfaseranteil ist niedriger. Das heißt, es ist schwerer, sein Pferd, was die Rohfasermenge anbelangt, auf seinen Bedarf zu bringen. Es kann aber unter Umständen natürlich auch Vorteile mit sich bringen, weil der zweite Schnitt wesentlich kürzer ist von der Stiellänge her als der erste Schnitt, sodass ältere Pferde mit Zahnproblemen zum Beispiel oder den zweiten Schnitt besser kauen können als den ersten Schnitt. Das heißt, es kann oftmals sogar hilfreich sein oder es kann oftmals sogar gut sein, Pferden mit Zahnproblemen eher Heu aus dem zweiten Schnitt zur Verfügung zu stellen. Ganz beliebt ist auch die Heu ad libitum Fütterung, sprich die Heu zur freien Verfügung Fütterung. Aber macht es überhaupt Sinn? Ist es überhaupt sinnvoll bei unseren Pferden? Grundsätzlich ist das Modell Heu zur freien Verfügung natürlich ein tolles Modell, weil die Pferde keine Fresspausen haben. Allerdings muss hier ganz deutlich gesagt werden, dass viele Pferde in Deutschland mit der Heu ad libitum Fütterung, was die Energiebereitstellung anbelangt, völlig überversorgt sind. Das heißt, Pferde können auch über eine reine Heufütterung zu dick werden und das kann natürlich dann auch Folgeerkrankungen zur Folge haben. Das heißt, die Heu ad libitum Fütterung eignet sich leider nicht für alle Pferde. Für Pferde, die in einer mittleren bis schweren Arbeit stehen oder auch von der Rassedisposition eben einen höheren Heubedarf haben, macht diese Fütterung aber auf jeden Fall Sinn und ist auch aufgrund der nicht vorhandenen Fresspausen auch sinnvoll.
Jetzt haben wir uns die ganze Zeit um das Grundfutter oder um das Raufutter Heu beschäftigt. Ich möchte jetzt noch ein paar Beispiele für andere Raufutterformen nennen. Eine andere Form von Raufutter, die oft gefüttert wird, ist die Heulage. Heulage ist im Prinzip die Zwischenform zwischen Heu und Silage. Der große Unterschied zwischen Heulage und Heu ist hier auch der Erntezeitpunkt, weil Heulage auch wesentlich früher geerntet wird als Heu. Der Restfeuchtegehalt bei Heulage liegt bei ca. 40 bis 50%. Im Vergleich dazu ist liegt der Restfeuchtegehalt bei Heu gerade mal bei 15 bis maximal 20%. Aus dem Grund heraus verändert sich auch die Fütterungsempfehlung für Heulage. Von Heulage müsst ihr euren Pferden mehr füttern, damit sie auf ihren Rohfaserbedarf kommen. Bedeutet, bei Heulage geht man von einer Fütterungsempfehlung zwischen 2 bis 2,5 Kilogramm je 100 Kilogramm Sollkörpergewicht aus. Das Problem bei Heulage ist jedoch, deswegen ist Heulage auch nicht für jedes Pferd geeignet, ist, dass Heulage energiereicher wieder ist. Es ist eiweißreicher und daher gerade für leichtfutterige Pferde oftmals zu viel. Der Vorteil bei Heulage dagegen ist, dass es gerade für atemwegserkrankte Pferde, die kommen mit der Heulage besser zurecht, weil sie wie gesagt feuchter ist und dadurch eben nicht so staubt. Um eine gute Heulage herzustellen, braucht es viel Erfahrung und auch die Beurteilung einer Heulage ist wesentlich schwerer als das von Heu. Im Vergleich haben wir jetzt hier einmal eine gute Heulage und eine schlechte Heulage mitgebracht. Also eine Heulage sollte sich natürlich im Gegenteil zu Heu auch feucht anfassen. Der Feuchtegehalt oder der Feuchtegrad ist ja auch höher. Sie sollte aber deswegen trotzdem nicht nass sein und sie sollte auch, wie Heu auch, keine verklebten Stellen aufweisen. Sie sollte nicht schimmlig sein, wie es jetzt hier dem Fall ist. Besonders aufpassen muss man bei Heulage natürlich, dass die Folie nicht beschädigt wird, weil Heulage ja unter Luftabschluss gelagert werden sollte oder muss. Das heißt, wenn auch kleine Mengen an Luft durch etwaige Kratzer oder punktuelle Öffnungen dann eben Luft reinkommt, dann kann es eben sofort auch zu Schimmel führen. Ein anderes Raufutter, was wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich unser Gras. Gerade im Sommer spielt Gras natürlich für die meisten Pferde bei uns eine große Rolle und dient natürlich auch zur Ernährungsgrundlage. Bei Gras kann man ungefähr umrechnen, dass 4 bis 5 Kilogramm Gras ca. 1 Kilogramm Heu entspricht. Hier muss man ja deutlich dazu sagen, dass das jetzt ungefähr eine Umrechnung ist für mittleren Grasaufwuchs. Wenn das Gras natürlich wesentlich höher ist, dann verringert sich das, weil der Rohfaseranteil höher ist. Bei kurzem Gras müssen die Pferde viel mehr fressen, um auf ihren Rohfaserbedarf zu kommen. Als letztes Beispiel für Raufutter möchte ich noch Stroh erwähnen, weil Stroh im Grunde auch zum Raufutter gehört, auch wenn es jetzt nicht als typische Ernährungsgrundlage für Pferde dient. Stroh hat natürlich im Vergleich zu Heu einen viel höheren Rohfaseranteil, einen viel höheren Lignifizierungsgrad, also es ist viel mehr Lignin beinhaltet. Es kann aber trotzdem auch zu gewissen oder unter gewissen Umständen auch als Raufutterzugabe bei manchen Pferden sinnvoll sein. Stroh hat nämlich im Vergleich zu Heu auch viel weniger Energie, viel weniger Zucker und deswegen ist Stroh oder kann Stroh gerade bei leichtfutterigen Pferden auch gemischt werden, zum Beispiel mit Heu. Grundsätzlich sagt man, dass ungefähr 1/3 Stroh die Gesamtration von Heu ersetzen kann, um Pferde, also leichtfutterige Pferde, nicht zu viel Energie zu liefern. Was passiert mit Pferden, die die Ernährungsgrundlage Heu nicht mehr fressen können, aufgrund von Zahnproblemen zum Beispiel bei älteren Pferden? Gott sei Dank gibt es mittlerweile Heuersatzprodukte, wie zum Beispiel Heukops, die man natürlich mit Wasser aufgeweicht füttern kann und die den Rohfaser und auch den Energiebedarf eines Pferdes komplett decken kann. Es gibt auch Heuhäckselprodukte oder Heufaserprodukte, wie jetzt das Prealpin Senior bei uns. Die sind aufgrund dessen, dass sie kurz gehäckselt worden sind, kurz geschnitten worden sind, auch für ältere Pferde teilweise gut fressbar, auch im trockenen Zustand. Generell ist es jedoch auch gerade für alte Pferde mit Zahnproblemen
immer schöner, wenn die Produkte angefeuchtet werden oder auch eingeweicht werden, weil sie diese einfach leichter kauen und leichter abschlucken können. Das war es jetzt mit dem Thema Raufutter. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren oder auch einen Kommentar da lassen. Wir versuchen natürlich auch eure Fragen zu beantworten. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao!